Hallo meine Freunde! Hola Madridista, the GOAT, Cristiano Ronaldo gestern mit einem Doppelpack. Der erste Fußballer in der Geschichte, der in 6 verschiedenen WMs getroffen hat. Was da los ist, darüber reden wir natürlich in diesem Video. Aber wir kümmern uns natürlich überwiegend über Real Madrid. Denn laut dem AS ist eine Entscheidung gefallen. Real Madrid macht es schon wieder, übergibt José Mourinho die Schlüssel der Transfers und er hat sich entschieden, er möchte Enzo Fernandes. Was da los ist, kläre ich euch natürlich in diesem Video drüber auf. Dann gibt es auch neue Informationen zu Jacobo Ramon, Nico Paz etc. pp. All das in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, aber bevor wir zur WM und zu Real Madrid kommen, möchte ich noch über das Thema der Stunde reden. Über Julián Álvarez und seine Worte zu Atlético Madrid. Gestern hatte ich euch noch annonciert, dass Atlético Madrid in ihrem ersten Statement bereits gesagt haben, für kein Geld der Welt verkaufen wir Julián Álvarez an den FC Barcelona. Höchstens, wenn die gesamte Klausel in Höhe von 500 Millionen Euro zahlen. Und trotz dieser Aussagen herrscht im Barcelonismus immer noch diese Grundstimmung, wir kriegen Julián Álvarez, er möchte zu uns etc., obwohl er das so nicht gesagt hat. Er hat gesagt, er möchte seinen Traum erfüllen. Kein Mensch weiß, was sein Traum ist. Vielleicht möchte der in Norwegen Eisangler werden oder was auch immer. Ich glaube, der hat bewusst seine Worte gewählt. Und für die Barcelona-Fans, die immer noch glauben, dass Julián Álvarez nach Barcelona wechselt. Wie gesagt, ich kann es mir kaum vorstellen, dass Atlético Madrid sich so vor der Welt des Fußballs blamiert. Schauen wir uns mal an, was der Präsident von Atlético Madrid, Sestero, gesagt hat. Und glaubt mir, selbst als Madridistas wollt ihr das hören. Der haut schon ziemlich hart zu. Er schreibt, ich bedauere tief die Worte von Julián. Es war nicht der Tag, um solche Erklärungen abzugeben. Es war der Tag von Messi und Argentinien, nicht seiner. Julián hat einen Traum und die Fans von Atletico haben auch Träume. Es stimmt, dass er mit uns gesprochen hat, aber es stimmt auch, dass er unsere Position perfekt kennt, weil wir sehr klar waren. Atletico möchte seine Rechte nicht abtreten. Er ist ein großartiger Spieler und wir sind sehr stolz darauf, dass er für uns spielt. Der FC Barcelona fehlt uns gegenüber an Respekt. Sie denken, sie können uns ignorieren, dass wir schwach oder dumm sind. Aber was sie wirklich dem Weltpublikum zeigen, ist eine Handelsweise, die sie definiert. Sie lügen uns an, sie lügen den Spieler an, die Medien und sie lügen auch ihre eigenen Fans an. Sie versuchen der ganzen Welt weiszumachen, dass sie eine Operation durchführen können, die sie in Wirklichkeit nicht in der Lage sind zu leisten. Also die Übersetzung ist da komplett daneben gelaufen. Das ist nicht das erste Mal, dass der FC Barcelona so handelt und die Fußballwelt weiß das perfekt. Letztes Jahr haben sie etwas sehr Ähnliches mit Nico Williams und Athletic Club gemacht. Also sehr harte Worte vom Präsidenten nach dem Motto, die ganze Fußballwelt weiß, wie der FC Barcelona funktioniert. Die lügen, betrügen etc. Die lügen uns an, den Spieler, ihre eigenen Fans. Die sind gar nicht in der Lage, diese Leistung oder diesen Transfer zu tätigen. Was man aus Spanien bisher gehört hat, Real Madrid hatte ja 150 Millionen Euro angeboten und das erste Angebot vom FC Barcelona waren 100 Millionen Euro in 6 Raten. So, wie gesagt, was soll Atlético Madrid? Sollen die sich jetzt mit der ersten Rate von 20 Millionen einen Ersatz für Julián Álvarez holen? Also, ich weiß gar nicht, ob der FC Barcelona finanziell in der Lage ist, diesen Transfer zu tätigen. Darum kümmere ich mich auf diesem Kanal aber auch gar nicht. Aber, naja, ich bin gespannt, was ihr denkt. Glaubt ihr, nach solchen harten Worten verkauft Atlético Madrid an den FC Barcelona? Naja, lasst mal eure Gedanken dazu in den Kommentaren. Ja, aber jetzt legen wir los. Fangen wir an mit Marios WM-Ecke. Ja, und ich würde behaupten, dass mein Sohn und ich gestern die gesamte Nachbarschaft geschockt haben beim ersten Tor von Cristiano Ronaldo. Es ist unglaublich. Und auch beim 3:0, das war sein zweites Tor, wie wir hier gefeiert haben. Nicht, weil wir unbedingt komplett Portugal-Fanatiker sind oder irgendwas in der Art, sondern mit der Art und Weise, wie mit Cristiano Ronaldo umgegangen wurde, in den letzten Tagen insbesondere,
Die versuchen gezwungenermaßen die GOAT-Debatte so zu verschieben, dass da gar keine Debatte sei. Die nutzen eine kurze Schwächephase von einem 41-Jährigen. Ja, und die ganze Presse hat geschrieben, ein 39-Jähriger trifft gegen Algerien und das war weltbewegend. Und wenn jetzt ein 41-Jähriger gegen Usbekistan trifft, dann, Usbekistan ist kein... Also so funktioniert die Presse. Die FIFA, die Presse, die haben ihren Star gewählt. Die Straßen, die haben ihren Superstar gewählt. Und ich habe mich für Cristiano Ronaldo gefreut. Sie lernen es einfach nicht. Sie versuchen ihn immer bei der kleinsten Schwäche schon zu begraben. Aber nicht mit Cristiano Ronaldo. Gestern hat er der ganzen Fußballwelt wieder gezeigt, wer er ist. The GOAT. Immer wenn er gebraucht wurde, hat er abgeliefert. Ja, auf jeden Fall hat es mich gestern sehr gefreut. Portugal gewinnt mit 5:0 gegen Usbekistan. Dann England gegen Ghana 0:0. Und es war die Meta dieser WM. Eine Mannschaft, die hinten drin stand, eine Mannschaft, die angegriffen hat, sich die Zähne ausgebissen hat. Wie oft haben wir dieses Spiel bei der WM schon gesehen? In diesem Fall hat Ghana ihren Willen bekommen und hat sich mit 0:0 getrennt. Dann in der Nacht, Luka Modric und Kroatien gewinnen mit 1:0 gegen Panama. Naja, Kroatien erfüllt ihre Pflichtaufgabe, formulieren wir das so, war die bessere Mannschaft. Dieser Sieg war absolut verdient. Trotzdem, naja, keine Ahnung, es scheint nicht mehr das Kroatien der letzten WMs zu sein. Mein persönliches Gefühl. Und zu guter Letzt, Kolumbien gewinnt gegen den Kongo mit 1:0, macht das, was Portugal nicht geschafft hat, setzt sich an die Gruppenspitze. Das bedeutet, Kolumbien zurzeit mit 6 Punkten bereits fürs 16. Finale der WM qualifiziert. Das letzte Mal meinte ich Achtelfinale, aber diese WM ist ja anders. Da qualifiziert man sich zuerst für 16. Finale. Und heute wird es auch spannend, denn heute beginnen die letzten Gruppenspieltage, der 3. Spieltag. Es wird sich entscheiden, wer kommt ins 16. Finale der WM. Den Startschuss geben Bosnien gegen Katar und Schweiz gegen Kanada. Bis jetzt Schweiz und Kanada mit 4 Punkten an der Tabellenspitze. Bosnien und Katar jeweils mit 1 Punkt. Wer da siegt, hätte 4 Punkte und hätte vielleicht gute Aussichten, einer der besten Tabellendritten zu werden und sich auch zu qualifizieren. Danach um 0 Uhr wird es spannend. Marokko gegen Haiti, Schottland gegen Brasilien. Wie ihr sehen könnt, Brasilien und Marokko mit 4 Punkten an der Tabellenspitze. Schottland mit 3 Punkten dahinter. Da kann sich noch alles entscheiden, wer Erster, Zweiter oder Dritter wird. Nur Haiti hat sich schon verabschiedet. Naja, so wie es aussieht, spielt ja da der Gruppendritte gegen Deutschland. Also nicht, dass wir schon ein Brasilien gegen Deutschland im 16. Finale sehen. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Dann um 3 Uhr morgens Tschechien gegen Mexiko, Südafrika gegen Südkorea. Da ist Mexiko mit 6 Punkten schon durch, Südkorea mit 3 Punkten dahinter, Tschechien und Südafrika jeweils mit 1 Punkt. Ja, auch da ist vieles noch offen, außer Mexiko, so wie es aussieht, wird sich als Gruppenerster qualifizieren. Also, das ist die WM für heute. Ich freue mich vor allem auf die 0 Uhr Spiele. Kommen wir jetzt zu Real Madrid. Ja, und ich würde sagen, starten wir den Real Madrid-Part mal mit Informationen aus Como, unserer Partnermannschaft aus Italien. Ihr wisst, ein Jacobo Ramon und ein Nico Paz sind dort, spielen dort, sind dort zu 50% gehören sie den Italienern, zu 50% gehören sie Real Madrid. Real Madrid hat die Rückkaufsoptionen und ein Fabrizio Romano bringt uns da mal auf den neuesten Stand. Also, Chelsea und Como sind im Gespräch. Chalobah wurde von Como angefragt, aber er ist für sie zu teuer, zumindest im Moment. Und dann hat Chelsea nach Jacobo Ramon gefragt. Vergiss nicht, dass Jacobo Ramon zu 50% eine Rückkaufklausel hat, die im Besitz von Real Madrid ist, also eine Art Miteigentum. Das ist also die Situation in diesem Fall. Wenn wir über Real Madrid und Como sprechen, am Donnerstag dieser Woche wird es ein Treffen zwischen Como und Real Madrid geben, um über Nico Paz zu sprechen und zu verstehen, was passieren kann. Die beiden Vereine werden also in Gesprächen sein. Como möchte Nico Paz behalten, aber im Moment will Real Madrid die Modalitäten des Deals ändern. Daher gibt es noch keine Einigung zwischen Real Madrid und Como, wie dieser Deal abgeschlossen werden soll. Mal sehen, was am Donnerstag passiert, denn wenn Como und Real Madrid sich auf einen Deal für Nico Paz einigen können, wäre das natürlich das Ende der Geschichte und Como würde Nico Paz erneut verpflichten. Wenn sie sich nicht einigen, könnten noch weitere Vereine ins Rennen einsteigen.
Inter und nicht nur sie verfolgen die Situation. Ja, ihr habt es gehört. Ein Chelsea mit Xabi Alonso fragt nach einem Jacobo Ramon. Dieser Deal könnte vielleicht gleich noch interessant werden im letzten Teil des Videos. Denn wie gesagt, wir wissen, Madrid verhandelt auch mit Chelsea oder möchte jetzt verhandeln wegen Enzo Fernandes. Das lesen wir uns aber gleich durch. Ja, wie dem auch sei, Jacobo Ramon ist einer dieser Innenverteidiger, der in Italien eine unglaubliche Entwicklung genommen hat. Einer der besten Verteidiger der Serie A geworden ist in deinem ersten Jahr als Profi, und Real Madrid hat immer schon sehr viel auf diesen Jungen gehalten. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass Real Madrid die Rechte dieses Spielers so einfach aus den Händen gibt. Ja, und bei Nico Paz, es wurde euch noch einmal bestätigt, was ich euch letzte Woche oder Anfang der Woche schon mal gesagt hatte. Real Madrid möchte Geld in den Kassen, möchte dieses Geld mit Nico Paz generieren, aber ohne die Rechte des Spielers aus der Hand zu geben. Und zwar, wie ich euch erklärt habe, Como denkt sich, nö, wir haben den ausgeliehen, ihr habt die Rückkaufsklausel, zieht die oder nicht? Und Madrid hat klar gemacht, okay, dann ziehen wir die Rückkaufsklausel, verkaufen den irgendwo hin für 60 Millionen und machen uns da eine Rückkaufsklausel für 80 Millionen. Aber, liebes Como, der spielt bei euch, ihr braucht den, er hat euch in die Champions League geführt, ihr könnt diesen Deal natürlich auch machen. Bin ich gespannt, ob Real Madrid und Como sich einigen. Anscheinend hatte ich Unrecht, anscheinend wäre so ein Deal von der FIFA erlaubt, vielleicht weil Nico Paz zu 50% Madrid gehört und das kein richtiger Transfer ist, sondern eine Rückkaufsoption. Wie gesagt, ich blick da nicht durch, ich dachte bisher immer, das ist verboten, aber so wie es aussieht, ist das die Situation von dem Argentinier und Real Madrid. Real Madrid sagt, diese Saison, Nico, das wird nichts, unser Mittelfeld ist schon voll gepackt, entwickel dich noch einmal ein Jahr weiter. Naja, wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr es hier als erstes. Ja, und wenn wir uns schon mal über Mittelfeldspieler unterhalten, fangen wir jetzt mit dem Thema dieses Videos an, mit dem Hauptthema. Ja, Real Madrid möchte sich einen neuen Mittelfeldmotor holen. Einen Spieler, einen Box-to-Box-Spieler, der aber auch Real Madrid führen kann. Tempo reinbringen kann, Aggressivität reinbringen kann. Und wie ich euch in den letzten Tagen berichtet hatte, gab es 3 Hauptkandidaten. Ayoub Boadi, Mateusz Fernandes und Enzo Fernandes. Und laut dem AS hat Real Madrid ihre Entscheidung getroffen. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Enzo Fernandes taucht auf der Bühne auf. Nachdem ein Transfer von Michael Olise praktisch ausgeschlossen scheint, richtet Real Madrid seine Aufmerksamkeit nun auf Enzo Fernandes. Der Mittelfeldspieler des FC Chelsea gilt als Wunschlösung von José Mourinho. Nach Informationen aus dem Umfeld des Vereins haben die Verantwortlichen in den letzten Stunden die Entscheidung getroffen, den Argentinier zur obersten Priorität für das Mittelfeld zu machen. Mateusz Fernandes hingegen ist offenbar keine Option mehr. Der Portugiese bevorzugt einen Wechsel zu Tottenham, wo er sich bessere Entwicklungsmöglichkeiten ausrechnet. Real Madrid bereitet deshalb bereits Gespräche mit Chelsea vor. Besonders wichtig, Enzo selbst soll den Königlichen signalisiert haben, dass er alles dafür tun würde, damit der Transfer zustande kommt. Ja, wie gesagt, in diesem ersten Abschnitt des Artikels keine große Überraschung, dass ein Enzo Fernandes alles dafür tut, nach Madrid zu kommen. Das überrascht keinen mehr in der Welt des Fußballs. Ein Mateusz Fernandes, bin ich ganz ehrlich, ich kannte ihn gar nicht so explizit, dass jemand aus einem absteigenden Verein auf einmal 90 Millionen plus kosten soll. Weiß Gott, vielleicht hat er ein Jorge Mendes seine neuen Beziehungen zu Real Madrid ausgenutzt, um seinen Spieler höherwertig zu machen. Ja, ich glaube, wenn ein Spieler wirklich die Möglichkeit hätte, zwischen Madrid zu wählen und Tottenham, vor allem wie Tottenham in den letzten Jahren spielt. Naja, wie gesagt, ich persönlich halte das für ein Manöver von einem Jorge Mendes. Lesen wir mal weiter. Enzo Fernandes stand bei José Mourinho von Anfang an ganz oben auf der Wunschliste. Zwar wurden auch andere Namen geprüft, dazu gehörten der Marokkaner Boadi, den Real Madrid seit Monaten intensiv beobachtet, sowie Borussia Dortmunds Felix Nmecha.
Doch Mourinho bevorzugt einen anderen Spielertypen. Der Portugiese möchte erfahrene Führungsspieler im Kader haben, damit sich die jungen Talente an ihrer Seite entwickeln können. Deshalb konzentrieren sich die Bemühungen derzeit vollständig auf Enzo Fernandes. Erst wenn dieser Transfer endgültig scheitern sollte, würde Madrid zu alternativen Kandidaten zurückkehren. Ja, der Artikel geht noch weiter. Ich veröffentliche die Seiten hier, während ich rede. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video immer pausieren und euch den Artikel komplett zu Ende lesen. Ansonsten könnt ihr den im Ass auch gerne finden. Allerdings das Übersetzungsprogramm war da ziemlich schlecht, muss ich sagen, bei diesem Artikel. Also vielleicht lest ihr den hier, wenn ihr den lesen wollt. Ja. Und ganz ehrlich, ich hab's euch doch gesagt. Also ganz ehrlich, wann war das? Ende letzter Woche habe ich euch gesagt, vor ein paar Jahren oder vor einem Jahr bin ich mir sicher, Real Madrid hätte Ayoub Boadi geholt. Das war das Projekt von Real Madrid. Junge Spieler, 18 Jahre, die noch nicht so teuer sind, bevor der Preis explodiert und wo Madrid lange Zeit hat, den Transfer wieder reinzuholen finanziell. Ein Spieler, wo kein großes Risiko besteht, denn so ein Boadi, wenn du dir den für 60 holst mit Verhandlungen, selbst wenn es nicht läuft, kriegst du den in 2-3 Jahren immer noch für 50 verkauft. Also kein großes Desaster. Aber ein José Mourinho tickt anders. Ich glaube, meine genauen Worte waren, wenn ein Madrid entscheidet, wer ist ein Boadi, wenn ein José Mourinho entscheidet, und so sieht es in diesem Transferfenster ja aus, wird es ein Enzo Fernandes. Und ich kenne meine Mannschaft, ich kenne meine Pappenheimer. Real Madrid macht das, was sie seit der gesamten Transferpause zeigen. Sie vertrauen José Mourinho blind. Jeder einzelne Transfer ist ein Transfer, der sofort Impact hat, der sofort der Mannschaft weiterhilft, der Kabine weiterhilft, dem Wettbewerbsgier weiterhilft. Das sind alles giftige, aggressive Fußballer, die auf der absoluten Top-Elite schon alles gewonnen hat. Enzo Fernandes, Weltmeister, Clubweltmeister, Kapitän von Chelsea. Also, wenn der eine Sache mitbringt, dann ist das Leadership und Erfahrung, Seriosität und, wie gesagt, ja, das, was die Argentinier haben. In Spanien nennen wir das Garra. Also, ihr wisst, was ich meine, das, was Madrid gefehlt hat. Dieser Typ, der, wenn Vinny links mal wieder geschubst wird von einem Maffeo, ich meine, das passiert nicht, aber der den mal bei der nächsten Aktion über die Tribüne tritt. Wie das ein Casemiro damals gemacht hat, als der Milner den Benzema getreten hat. Solche Spieler, die ich seit Jahren bei Madrid sehen will. Solche Typen. Wobei es nicht ausgerechnet Enzo Fernandes sein muss, meiner Meinung nach, wie gesagt. Aber das lasse ich jetzt mal zur Seite, das habe ich oft genug in meinen Videos gesagt. Ihr wisst, über was ich rede. Ja, wie gesagt, laut dem Ass ist die Entscheidung getroffen. Und so wie man hört, geht aus dem Artikel auch weiter hervor, ist Chelsea prinzipiell bereit, mit Real Madrid zu verhandeln. Sie haben einen Preis von ca. 140 Millionen Euro ausgerufen. Ja, bin ich gespannt. Enzo Fernandes soll auch Chelsea klar signalisiert haben, wen wundert's, ich möchte nach Madrid. Er wäre bereit, zur Not sogar den Transfer-Request zu ziehen. Wundert keinen von uns. Ja, und jetzt überlasse ich die Meinungsabteilung euch. Was denkt ihr? Wäre Enzo Fernandes der richtige Spielertyp für Real Madrid? Sind 140 Millionen Euro akzeptabel oder zu teuer? Können wir vielleicht andere Spieler in diesen Deal mit einbauen? Siehe einen Carreras, der angeblich zur Disput stand. Sehe einen Jacobo Ramon, Spieler, die für Chelsea interessant sind. Lasst mal eure Theorien in den Kommentaren. Eure Meinung gerne auch. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, hypt dieses Video, lasst ein Follow da und wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Morgen werde ich es wohl nicht schaffen. Wir haben gerade Besuch und wollen eine Flusswanderung machen. Also, spätestens übermorgen sehen wir uns wieder. Ansonsten auf meinen anderen Social Media Accounts. Ein Short kommt morgen auf jeden Fall. Also, bis dahin. A la Madrid!